Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Wir wählen aus. Ich habe heute mal Karten, die hat mir die liebe Renate geschenkt. Die kennt ihr alle. Die Nannys Orakel. Und die nehmen wir heute mal für eine Botschaft. Unterm Deck haben wir das Thema Aussöhnung dabei. Und hier geht die Sonne auf. Klasse. Die Sonne brauchen wir alle. Und jetzt würde ich sagen, sucht euch eine Seite aus. Ich halte es mal minimalistisch. Ich kann mich heute wieder nicht richtig entscheiden, aber ich tendiere hierzu. Und deshalb gucken wir, was hier hinter steckt. Wir haben die Wahrhaftigkeit, die Dankbarkeit und die Gegenwart. Wir haben hier, dass uns sehr plötzlich klar wird, was nicht stimmig ist. Und wir haben ein Ass im Ärmel mit dem Joker. Das passt hier unheimlich gut zu dem Thema Wahrhaftigkeit, denn man wird hier irgendwie so gefragt, fühlt sich das stimmig an, wie man ist? Lebt man seine eigene Größe? Was ist erfüllt? Welcher Lebensbereich macht Spaß, welcher nicht? Und man darf hier die Antwort dem Herzen übergeben, denn es kennt die Antwort, die Frage. Und es geht darum, dass man seine Einzigartigkeit lebt, dass wir aus dem Herzen raus handeln, dass wir wissen, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Authentizität auch brauchen und zu uns stehen und uns nicht verstellen müssen. Dann haben wir das Thema Dankbarkeit. Da darf man sich auch eingestehen, das haben wir ja hier auch, ne, was wir vielleicht vernachlässigen, was wir viel zu selbstverständlich nehmen, wo wir nicht im Frieden sind. Im Prinzip kann sehr viel um uns herum sein, für das wir dankbar sein können. Das können Kleinigkeiten sein, ne? Das können Freunde sein, das können Menschen in der Umgebung sein, das kann das Zuhause sein, alles, was man eben mit dem Wort Danke besetzen kann. Und wir dürfen hingucken, ne? Wo haben wir so Gedanken von Groll oder von Kummer oder Mangel. Und die Karte sagt halt, wende dich dem Dankbarsein zu, denn Dankbarkeit öffnet auch wieder neue Türen und es ist so ein Gefühl, wo man auch Frieden hat, ja? Innerlicher Frieden, anstatt offene Fragen und Verletzungen. Möglicherweise ist es hier so, dass man sehr viel in der Vergangenheit hängt oder immer mit der Zukunft beschäftigt ist und man plant schon die nächsten Dinge, obwohl man das eine noch gar nicht rum hat. Und man soll hier mal versuchen, in der Gegenwart nicht zu viel über ausstehende Dinge nachzudenken. Die Gegenwart bringt uns Verbundenheit. Das ist auch so, dass wir vielleicht das Glück übersehen, das ein Augenblick mitbringt. Und wir bereichern diese Welt halt auch im Hier und Jetzt, in der Wahrnehmung. Und man darf ja mal so einen Augenblick
für sich sein und sich komplett mit der Gegenwart verschmelzen oder auch wahrnehmen, wie viel Frieden um einen rum eigentlich herrscht, wenn man im Hier und Jetzt ist. Gucken wir mal, was die Vögelchen hier noch sagen. Die Taube. Ja, ich überbringe dir Frieden, Sanftmut und Nächstenliebe. Sei empfänglich für die Zeichen im Alltag, das ist die Gegenwart. Ja. Ich schenke dir Hoffnung und stärke dein Verständnis in Konfliktsituationen. Das war unsere Seite. Schauen wir uns die andere Seite an. Ihr habt das Entdecken, ihr habt das Verstehen und ihr habt Zadkiel mit dabei. Ihr habt die unerwartete Wende und ihr habt das Klären von Beziehungsthemen oder von Verbindlichkeiten oder auch von Kreisläufen. Ja, wir haben ja das Thema Entdecken und Verstehen dabei. Hier tritt man irgendwo aus dem Nebel raus und erkennt die Dinge. Hier gibt es ganz schön viel über sich selbst auch zu entdecken, ne? Die eigenen Talente, die Gaben, die Kraft, die man hat für alles oder die man hätte, wenn man sie sich zutrauen würde. Und es geht einfach darum zu gucken, wohin soll mich mein Lebensweg führen, welche Möglichkeiten habe ich, wo begrenze ich mich. Und es ist irgendwie so eine Zeit, wo man sich auf die Suche macht, wo man die Schätze des Lebens erkundigt. Und wo man sich selbst ein Stück weit auch wieder findet. Und die Möglichkeiten, die wir hier bisher übersehen haben, vielleicht auch, weil wir irgendwo zu sehr eingebunden sind. Das ist hier ein bisschen so die Entdeckungsreise auch wieder zu sich selbst. Warum geht es? Wie geht man mit anderen um? Wie sie mit uns? Wie ist das große Ganze verbunden? Das Mysterium des Lebens könnte es auch sein. Möglicherweise versteht man Verhalten von anderen Menschen nicht und man blickt hier hinter die Fassade. Es geht darum, großzügig zu sein und tolerant. Und es kann sein, dass es irgendetwas gibt, was wir übersehen oder was wir bis heute nicht verstanden haben. Dann kommt hier die Erkenntnis dazu. Man guckt hinter die Schleier. Und mit Zadkiel habt ihr halt tatsächlich auch das Transformieren, das Reinigen, das Wandeln von schweren Emotionen. Das ist vielleicht Groll aus dem Beziehungsbereich oder aus Verbindungen oder aus vergangenen Verbindungen. Und das ist hier sehr reinigend. Man lässt Altes los, man erneuert Negatives in Positives. Eine sehr wertvolle Sache eigentlich, weil man kann dann die Dinge, die so waren, auch so stehen lassen. Es ist ja die unerwartete Wende. Vielleicht denkt ihr auch, ach, es wird immer wieder das Gleiche passieren und so, aber das ist hier nicht so. Man vergibt, man löst auf. Das ist ja auch gut verbunden mit dem Thema Aussöhnung. Und man vergibt und gibt das weg, was einen sehr stark belastet auch. Das ist eine sehr tiefgründige Sache, die hier liegt. Die Vögel, die Amsel, ich bin der Vermittler zwischen den Welten und bringe dir Optimismus und Lebensfreude. Es passt halt immer wieder zu gut, ne? Ich helfe dir, dich von Altlasten zu trennen und dich für Heiterkeit zu öffnen, damit du dein Leben wieder genießen kannst. Das lassen wir mal so stehen, das wünsche ich euch allen oder uns allen. Ich drücke euch, bis morgen.